Hoi, ja tervetuloa! Ich bin Elisa und heute zeige ich dir, wie wir in Finnland unseren finnischer Porridge, kaurapuuro, zubereiten. Cremig, fruchtig und alles andere als geschmacklos. Viele kennen Porridge als langweiligen Brei, aber ich zeige dir heute, warum finnischer Porridge ein echtes Kraftfrühstück ist und so richtig viel Spaß macht. Also, los geht's! Für das kaurapuuro brauchst du kernige Haferflocken. Ich nehme für eine Portion etwa 50 bis 60 Gramm. Dann brauchst du Vanille und Zimt, Kakaonips. Die Nüsse habe ich im Voraus leicht angeröstet und abgekühlt. Ich finde, so haben die einen richtig schönen Geschmack. Dann brauchst du noch Salz, Milch, Wasser, Ahornsirup für etwas Süße und Joghurt zum Servieren. Ich werde zum Servieren auch noch Beeren nehmen, aber die lasse ich zuerst im Tiefkühltor. Erst gebe ich die Haferflocken in meinen Topf und ich habe schon Wasser aufgekocht, weil ich heißes Wasser zum Haferflocken dazugeben mag. Dann kurz vermischen und den Herd auf mittlere Stufe stellen. Und wenn es köchelt, lasse ich es erst etwa 5 Minuten köcheln unbedeckt. Und immer wenn ich merke, dass die Flüssigkeit wenig wird, werde ich etwas Wasser nachgießen. Nach diesen 5 Minuten werde ich dann schauen, wie die Konsistenz ist und etwas Milch dazugeben. Ich finde, wenn man etwas Milch dazu gibt, gibt es so eine zusätzliche Cremigkeit. Und da schaue ich auch, dass es nicht zu flüssig wird und auch nicht zu fest wird, so dass mein Porridge am Ende richtig schön cremig wird. Also deswegen mag ich das auch ohne Deckel zu kochen. Und eine Prise Salz darf nicht fehlen. Und dann in etwa 10 Minuten sollte der Porridge so richtig schön cremig sein. Also je nachdem 10 bis 15 Minuten, dann schauen, wie es aussieht. Es soll so richtig schön und cremig sein. Und jetzt werde ich noch die Gewürze dazu geben. Also ich würze gerne mit Zimt und Vanille. Ich finde, wenn man die Gewürze dazu gibt, hebt das den Geschmack noch mehr auf und der Porridge schmeckt richtig lecker. Also etwas Vanille und Zimt und vermischen. So, und dann lasse ich das Ganze kurz zur Seite. Also jetzt Deckel zu und ich lasse es erst hier stehen und in dieser Zeit werde ich noch die Nüsse etwas kleiner hacken. So, und dann habe ich auch die Nüsse schon vorbereitet und kann direkt schon den Porridge anrichten. In Finnland essen wir super gerne kaurapuuro, also den Porridge, und ganz besonders im Winter gerne aus dem Tiefkühl. Man sammelt im Herbst die frischen Beeren aus dem Wald und friert die ein und dann kann man die wunderbar als Topping für den Porridge verwenden. Also jetzt schön anrichten. Für mich ist das nicht weniger wichtig als der Geschmack. Also der Porridge muss auch schön angerichtet werden.
Es duftet richtig lecker nach Vanille und Zimt, meine Lieblingsgewürze nämlich. Schön in den Schüssel geben. Bei mir darf auch Joghurt nicht fehlen. Ich gebe den Joghurt gerne in so einem Halbmond auf dem Porridge. Dann etwas von den Nüssen und ein schönes Extra Crunch durch die Kakaonips. Und die geben auch eine schöne schokoladige Note. Sind auch super gesund, haben viele Ballaststoffe. So, und es ist auch nicht schlimm, wenn die Beeren noch kalt sind, weil der Porridge warm ist. Und wenn du einfach ein bisschen Zeit gibst, dann werden die auch schon schmelzen und warm auf dem Porridge. Wenn man die Beeren so erntefrisch einfriert, kann man auch im Winter die Vitamine genießen. Also ich kaufe ungern außerhalb Saison frische Beeren, weil die dann nicht so viele Vitamine und Antioxidantien enthalten. Aber wenn man frische Beeren einfriert, wenn sie ganz reif sind, dann kann man diese Vitamine auch im Winter genießen. So, und mein Porridge ist fast bereit, also fehlt nur noch der Ahornsirup. Ich nehme gerne Ahornsirup, aber du könntest auch Honig anstatt nehmen. Also ich habe ja keine Süße jetzt ins Porridge gegeben, ich mag aber eine leichte Süße und das habe ich dann durch den Ahornsirup. Ich mache auch super gerne ab und zu eine Schoko-Variante. Dafür brauchst du 1 bis 2 Teelöffel Backkakao. Den gibst du ganz am Anfang dazu ins Topf und dann kochst du den Porridge genauso wie ich gezeigt habe. Und auf dem fertigen Porridge mag ich genauso etwas Joghurt geben und etwas gehackte Schokolade. Ich finde, diese Variante ist auch ganz fein. Jetzt fehlt bei mir nur noch eine heiße Tasse Kaffee, um den Porridge ruhig und entspannt auf dem Balkon zu genießen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.